Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal eine Powerbank vor. Und zwar habe ich hier von Goal Zero die Venture 70 Powerbank. Und was genau die Powerbank alles kann, das schauen wir uns jetzt im Video an. Also viel Spaß! Die Venture 70 Powerbank kommt in einem ziemlich knalligen Look, der schwer zu übersehen ist. Dazu gibt es ein robustes und widerstandsfähiges Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und einem umlaufenden Gummibumper. Auf der Oberseite auffällig das Firmenlogo und die Modellbezeichnung. Oben bei den Anschlüssen sehen wir schon das erste Feature, und zwar die integrierte Taschenlampe mit maximal 65 Lumen. Sie reicht aus, um im Dunkeln im Notfall den Weg auszuleuchten. Ein- und ausgeschaltet wird sie über die Taste rechts neben den LEDs. Gut finde ich hier, dass sie programmierbar ist, und zwar in folgende Programme. Programm 1 mit den maximal 65 Lumen, Programm 2 schwaches Licht, Programm 3 helles Strobo, Programm 4 leichtes Strobo und Programm 5 mit SOS. Über das Einschalten und darauf folgendes Gedrückthalten kommen wir nach einer blinkenden Bestätigung in den Programmiermodus. Hier kann dann mit der gegenüberliegenden Akkutaste über die blauen LEDs von links nach rechts von P1 bis P5 ausgewählt werden. Das Programm wird nach dem Loslassen der Taschenlampentaste gespeichert, sodass sie beim nächsten Einschalten direkt im ausgewählten Modus landet. Wenn ihr nur den Ladestand der Powerbank wissen wollt, drückt einfach einmal die Akkutaste und die blauen LEDs zeigen euch die Ladung an. Jede der 5 LEDs steht selbsterklärend natürlich für 20% Akkuladung. Kommen wir zu den Anschlüssen. Hier haben wir links und rechts die Ausgänge, 2 normale USB-Anschlüsse mit 5 Volt Spannung mit jeweils bis zu 2,4 Ampere Stärke. Die Leistung geht bis maximal 12 Watt. Der Eingang ist ein Micro-USB-Anschluss bei 5 Volt bis zu 3 Ampere und maximal 15 Watt. Damit könnt ihr die gängigsten Kleingeräte wie zum Beispiel 7 Zoll Tablets, Actionkameras, Smartphones, Kopflampen oder Akkus aufladen und bleibt auch bei längeren Touren erreichbar. Schauen wir uns noch das Zubehör an. Hier gibt es 2 kurze Micro-USB-Kabel mit dazu, die in den Seiten verstaut werden können. Für Apple-User gibt es auch noch ein Bundle mit einmal Micro und einmal Lightning-Kabel. Da ich aber mehr Micro-USB-Zubehör als Lightning habe, passt das mit 2x Micro bei mir etwas besser. Jetzt aber mehr zu den technischen Daten. Der Akku ist ein Samsung Lithium NMC Akku vom Typ 18650. Bei der Kapazität haben wir bei 3,78 Volt 17.700 mAh bzw. 67 Wattstunden. So kann ich mein iPhone 7 mit 3,8 Volt und einem 1960 mAh Akku ziemlich genau 9-mal vollständig aufladen. Dazu später mehr im Fazit. Wenn die Powerbank komplett leer ist, braucht es übrigens mit einem normalen Netzstecker per USB über die Steckdose ca. 8 Stunden, bis sie wieder komplett aufgeladen ist. Das gleiche gilt auch für das Aufladen mit einem Nomad 20 Solarpanel, hier aber nur, wenn das Panel bei Königswetter in der prallen Sonne liegt. Gut ist hier, dass die Powerbank während des Aufladevorgangs auch weiterhin Geräte aufladen kann. Das ist bei größeren Powerbanks nicht selbstverständlich. Des Weiteren gibt es noch ein Managementsystem, das vor Überladung und Tiefenentladung schützt. Was mir sehr gut gefällt, ist der IP67 Schutz gegen Wasser, also bis zu 30 Minuten in einem Meter tiefem Wasser ist kein Problem. Eigentlich nicht so besonders, allerdings finde ich es sehr gut, dass hier keine störenden Kappen oder Abdichtung verbaut worden sind. Also einfach das Gerät aus dem Wasser holen, etwas trocken pusten und weiter geht's. Beim Gewicht haben wir ordentliche 454 Gramm, die den Rucksack natürlich etwas schwerer machen. Allerdings kann man sich so größere Mengen an Ersatzakkus sparen und eine zweite Person kann die Powerbank zu Hause lassen und die Venture 70 mitbenutzen. Die Abmessungen sind mit 16,3 x 9,5 x 2,35 cm nicht gerade klein, aber auch nicht zu groß für kleinere Rucksacktaschen. Für das Tragen am Mann ist sie mit dem Gewicht und den Maßen eher weniger geeignet. Die Betriebstemperatur liegt bei 0 bis 45 Grad Celsius, allerdings habe ich auch gute Erfahrungen mit den Akkus von Goal Zero bei deutlich kälteren Temperaturen gemacht. 2 weitere Features habe ich aber noch, bevor wir zum Fazit kommen.
Mit der Smart Charge Funktion könnt ihr die Powerbank an euer Gerät oder eure Geräte anpassen. Einfach das Smartphone oder ähnliches anschließen und die Akkutaste kurz gedrückt halten, bis die blauen LEDs anfangen zu blinken. Während sie blinken, kommuniziert die Powerbank mit dem Gerät und sucht das schnellstmögliche Ladeprofil. Danach ist dieses Profil für diesen Anschluss gespeichert und nutzt es auch beim nächsten Anschließen. Wenn ihr danach allerdings ein anderes Gerät anschließt, sollte der Vorgang wiederholt werden, um optimal aufzuladen. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr direkt zwei Geräte anschließt. Hier werden dann nacheinander die Profile angepasst. Wie schnell das Gerät oder die Geräte aufgeladen werden, erkennt man an dem Blinken der LED durch Drücken der Akkutaste. Bei zu langsamem Blinken sollte die Smart Charge Funktion auf jeden Fall genutzt werden. Zur Schnelligkeit des Aufladens nenne ich mal keine genauen Werte. Als kleiner Anhaltspunkt: für mein iPhone 7 im Flugmodus ohne Nutzung habe ich von 30% auf 100% Akkustand 1 Stunde und 47 Minuten gebraucht. Das variiert natürlich je nachdem, welcher Akku geladen wird. Für den Fall, dass sich die Powerbank aufgehängt hat oder wenn die Geräte nicht mehr richtig geladen werden, gibt es noch eine Reset-Funktion, die durch 35 Sekunden langes Halten der Taschenlampentaste aktiviert wird. Danach leuchtet die mittlere blaue LED und das Gerät ist zurückgesetzt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war die Venture 70 Powerbank von Goal Zero. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck. Von mir jetzt noch die positiven und negativen Punkte. Positiv ganz klar das Gesamtpaket mit Verarbeitungsqualität, Design, Kapazität, Leistung und Bedienung ist top. Der IP67 Schutz auch sehr gut. Einfach unterm Waschbecken abwaschen, wenn es mal dreckig geworden ist. Und das war's auch schon. Der Preis ist mit 134 € natürlich ziemlich hoch. Im Internet gibt es auf jeden Fall günstigere Modelle. Ich persönlich habe mit den günstigen Modellen jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die lagen dann meistens nach einem halben, dreiviertel Jahr in der Schublade, weil sie nicht mehr richtig geladen haben. Und ja, wenn da jemand von euch bessere Erfahrungen mit einer bestimmten Marke gemacht hat, da kann er es gerne unten in die Comments schreiben. Vielleicht teste ich auch noch mal ein günstigeres Modell aus. Ich hätte die Powerbank auf jeden Fall für 100 € auch ein bisschen ansprechender gefunden. Die Ladedauer hat mir nicht so gut gefallen, es könnte ein bisschen flotter gehen. Das Gummi bzw. Silikon, das ist zwar schön griffig, aber nimmt auch jede Menge Dreck und Staub auf. Zum Glück kann man es abwaschen. Und ja, von mir noch ein paar Tipps. Die Geräte, die ihr anschließt, sollten auf jeden Fall genügend Power bekommen. Wenn die zu wenig bekommen, können sie davon kaputt gehen. Und wenn ihr verreist mit dem Flugzeug, dann packt es nicht in den Koffer, den ihr eincheckt, sondern nehmt es mit ins Handgepäck. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!